Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Gebauer und heute zeige ich euch in diesem Video, wie ihr mit einem Anzug 4 neue Looks kreieren könnt. Und wir haben das Ganze gemischt natürlich mit Uhren, Parfum und allen schönen Sachen, die ganzen Accessoires. Aber bevor es jetzt losgeht, habe ich natürlich noch eine Überraschung für euch. Und zwar, damit ihr die Sachen ideal kombinieren könnt mit den Dingen, die ihr vielleicht schon im Kleiderschrank habt, verlosen wir unter allen Kommentaren einmal ein Langarm-Polo-Piqué, ein V-Neck-Shirt und auch das Halbarm-Polo-Piqué. Von daher, schreibt einen Kommentar, lasst ein Abo und ein Like da und dann im nächsten Video lösen wir das Ganze auf. Von daher, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Fangen wir an mit dem ersten Outfit. Ihr wisst, ein unserer Key Pieces innerhalb der Kollektion ist der Anzug. Ihr könnt das Ganze getrennt kaufen. Also einmal das Oberteil, vielleicht in der Größe 50 oder 52 und dann die Hose noch einmal separat. Hier haben wir feinste Schurwolle aus Italien. Das Besondere ist hier, dass ich so meine eigenen Merkmale verewigt habe. Das heißt, wenn ihr mir so ein bisschen folgt, wisst ihr, dass ich fast immer ein aufsteigendes Revers trage und der Anzug in der Regel bei mir ungefüttert ist. Das heißt, man hat kein Innenfutter. Das Ganze trägt sich dann ein bisschen leichter, weil man nur eine Reihe an Stoff hat. Das Ganze ist von Hand zugenäht. Das heißt, man hat hier auch nochmal die Möglichkeit, sehr, sehr wichtig, die Knopflöcher zu öffnen. Das sind so kleine Details, die mir einfach am Herzen liegen. Hier ist auch so ein oranges Garn dann verwendet worden. Mit diesem Sakko kann man halt viele verschiedene Looks kombinieren und das versuchen wir euch heute mal ein bisschen näher zu bringen. Wir haben fürs erste Outfit das Basic T-Shirt genommen und hier ist es so, dass wir feinste Interlock-Ware haben. Das ist eine Baumwollware, die ungefähr 240 Gramm hat. Wir haben unser Logo sehr dezent hier einsticken lassen und das Ganze ja dann einfach mit dem Sakko kombiniert. Da habe ich mir überlegt, was kann man jetzt am besten dazu kombinieren? Das ist ja mehr so ein Business-Casual-Look und dazu denke ich, ist das passende Parfum auf jeden Fall Uden von Xerjoff, eines der Lieblingsdüfte von Herbert Stricker. Xerjoff ist ja so die Marke überhaupt, die wir auch gerade führen und das ist ein etwas zitrischer Duft, der extrem langanhaltend ist und einfach so ein Basic Scent ist, mit dem man nie negativ auffallen wird. Und gerade jetzt auch, wenn es ein bisschen wärmer ist, kann man ihn ideal einsetzen. Dazu haben wir das klassische Wave-Armband mit schwarzem Onyxstein. Das Ganze wird in Handarbeit gefertigt von einem Goldschmied aus Aachen, da woher ich komme. Und den gibt es in vielen verschiedenen Farben. Und passend darauf abgestimmt, blau und schwarz haben wir hier im Anzug. Das heißt, der Anzug ist blau und das Armband ist schwarz. Habe ich mir gedacht, dass die beste Uhr ist, auch so zum Einstieg in der Preisklasse um die 20.000 Euro. Manchmal, je nachdem, wenn man das alte Modell nimmt, wird man so um die 18.000 Euro sein. Das neue Modell wird ein bisschen teurer sein. Haben wir hier die Batman, die Sportuhr mit 2 Zeitzonen aus der GMT Master Serie und das wäre jetzt so unser erstes Outfit, was ein bisschen businesslastiger ist und hier haben wir dann als Accessoire noch den Rucksack genommen, der besteht aus Nylon- und Lederelementen und hier habt ihr die Möglichkeit auch, dass ein Laptop reinpasst, ist super verarbeitet, langlebig, also ich denke mal, der wird euch in jedem Fall überleben und wir haben hier nochmal unser Gummipatch auf der Vorderseite. Das Ganze wäre der erste Look und jetzt machen wir weiter mit etwas sportlicher. Als nächstes Outfit haben wir eine Kombination gewählt aus einer Chino, die ihr vielleicht schon bei euch zu Hause im Kleiderschrank habt, in Kombination mit unserem V-Neck-Shirt. Bei einem V-Kragen ist immer so, das ist ein bisschen offener und kommunikativer, wirkt nochmal einen Ticken sportlicher. Das wäre jetzt ein Halbarm-Shirt, wo wir auch nochmal das Label eingestickt haben auf dem Ärmel. Und bei dieser mercerisierten Baumwolle ist es so, es ist extrem leicht und hat so einen gewissen Glanz durch die Veredelung. 100% Baumwolle, sehr schön zu tragen im Hochsommer. Und das Ganze haben wir kombiniert auch mit dem Sakko, könnt ihr aber auch ohne Sakko tragen. Und wenn man jetzt so ein bisschen denkt, okay, leicht, es ist Sommer, es ist gute Laune, man ist unterwegs, was kann man da am besten dann zu nehmen? Meistens ist man vielleicht ja auch auf Reisen, vielleicht sogar am Meer. Ja. Dann habe ich Salaria für euch ausgewählt. Das ist ein Parfum von Benessere, gehört zu Tiziana Terenzi und hier haben wir eine Salznote mit drin. Also das riecht wirklich einfach nach Meer. Ja, wenn ihr am Meer so spazieren geht, das ist für mich Sommerfeeling pur. Und dazu, passend auch aus dem Meer, haben wir ein Wave-Armband kreiert mit echten Tahiti-Perlen. Das heißt, diese Mittelelemente sind aus Sterling-Silber geschwärzt und dann haben wir hier die Perlen. Ja, und das hat so eine lüsterne Oberfläche. Mother of Pearl nennt man das natürlich auch. Im Zusatz dazu, man möchte sich eventuell jetzt am Strand auch nicht so viele Gedanken machen. Man möchte einfach eine coole Uhr tragen. Und was würde sich da besser eignen als jetzt eine 36 mm Datejust? Das ist unser meistverkauftestes Produkt. Ich habe hier extra das mit dem goldenen Ziffernblatt gewählt. Sehr universell einsetzbar. Man wird
nie damit auffallen im Sinne von negativ. Es ist eine Uhr, die hat so gut wie jeder schon mal am Handgelenk gehabt und vom Preisgefüge her ideal, liegt zwischen 6.000 und 7.500 Euro, je nachdem mit Boxpapieren oder ohne. Und das ist wirklich eine super Kombination, die ja ich auch so daily tragen würde. Und wenn man jetzt auf Reisen ist, was braucht man dann noch? Wahrscheinlich leichtes Handgepäck. Und hier haben wir ja so mit das Essential Piece aus der gesamten Kollektion. Das wird dauerhaft verfügbar sein. Hier haben wir einen Weekender. An der Seite sieht man einen Metallpatch. Und dieser Weekender ist nicht nur außen aus feinstem Handschuhleder, sondern auch von innen. Innen haben wir so ein Cognac-Leder und es ist wirklich, ja, also ich habe es auf jeder Reise eigentlich mit dabei. Wenn ihr mir folgt, dann seht ihr, dass es immer im Handgepäck mit dabei ist. Hier passt gut was rein für, ich würde sagen, 2,5 Tage kommt ihr damit zurecht und es ist wirklich ein Allrounder. Für den Alltag jetzt im Businessbereich würde ich hier nicht nehmen. Der ist schon dafür gedacht, wenn man Kurztrips macht. Und wir widmen uns jetzt als nächstes wieder einem etwas geschlosseneren Outfit, denn da haben wir auch noch was rausgesucht mit einem Kragen. Jetzt wieder ein Smart Casual Look. Jeder von euch wird mit Sicherheit im Kleiderschrank eine Jeans haben und hier haben wir das Polo Piqué mit rausgesucht. Ja, das ist eine wahre Baumwolle mit einem ganz kleinen Prozentsatz von Elastan. Diese Ware wurde speziell für uns gemacht und hier haben wir eine besondere Konstruktion. Das heißt, wenn ihr euch mal im Detail den Kragen anschaut, werdet ihr sehen, dass es hier so ein bisschen abgesetzt ist, nennt man auch gemindert. Das heißt, der Kragen ja, ist noch mal ein bisschen formeller als so ein V oder so ein Rundhals und gerade in der Kombination mit Jeans gibt es eigentlich einen ganz coolen Look. Dazu passend haben wir noch eine limitierte Keep-All gehabt, die auch hier oben diese Jeans-Elemente hat, passt eigentlich so ganz gut zusammen. Ihr wisst alle, dass man diese Louis Vuitton-Taschen nicht so einfach kaufen kann, von daher, diese Tasche ist auch jetzt auf dem öffentlichen Markt so nicht verfügbar. Und zusätzlich zu diesen beiden Teilen habe ich mir gedacht, was wird gut dazu passen. So die Farbe aktuell, die so überall im Trend ist, ist natürlich grün und hier gibt es von Rolex die sogenannte Kermit, das ist eine Neuvorstellung aus dem letzten Jahr und die Uhr hat sich nicht nur in der Größe verändert, die ist jetzt 41 mm groß, sondern auch das Ziffernblatt ist wieder schwarz geworden. Hier haben wir eine Uhr, die halt noch Herstellergarantie hat. Ihr könnt alles mit der Uhr machen, es ist so ein wirklicher Allrounder. Hier haben wir auch das passende Armband zu und zwar unser Sea-Hook mit dem grünen Nylon und das, denke ich, ist eine super Kombination zusammen für jeden Tag. An Grün sieht man sich eigentlich auch nicht satt, ist so ein bisschen eine konservative Farbe und würde ich auf jeden Fall auch im Businessbereich sehen. Und passend dazu einer meiner Lieblingsdüfte oder wenn nicht sogar der Lieblingsduft aus der Lorenzo Villoresi Kollektion ist Yerba Mate. Das riecht so ungefähr wie ja, so ein English Gentleman's Club. Es ist ein Duft, der alle Gräser kombiniert. Es ist, wie es auch schon so aussieht, ein sehr grüner Duft, hat auch grünen Tee mit drin und das ist eine sehr saubere Note und wird, denke ich, auch im Hochsommer gerade mit diesen anderen Elementen perfekt zusammenpassen. Jetzt als letzten Look gehen wir ein bisschen weiter nach oben und haben, denke ich, einen super Abschluss mit einer ganz, ganz besonderen Uhr. Und jetzt zum krönenden Abschluss, wie kann es anders sein? Wir haben jetzt das Teil, was ich auch anhabe, und zwar das Langarm Polo, mein absoluter Favorit aus der Kollektion. Es ist so ein bisschen, ja, man kann es als fast Krawattenersatz sehen, auch wenn ihr jetzt bei mir so schaut. Ne? Es ist sehr formell und trotzdem ein bisschen sportlicher, moderner, nicht so konservativ wie dann eine Krawatte am Ende. Und hier ist das Besondere, dass wir halt einen Langarm haben und ja, die Manschette sieht man dann halt beim Sakko auch. Und das Ganze wurde jetzt kombiniert nochmal separat mit der Anzugshose, wirkt dadurch nochmal ein bisschen feiner und so könnt ihr in jedem Fall auch so einen Banktermin und so weiter wahrnehmen. Das ist ideal damit. Und was sollte man dazu tragen? Habe ich mir gedacht, die Day-Date in 40 mm, das ist eine aktuelle Uhr, die so auch noch im Programm gebaut wird. Und wenn ihr aus meinen Videos eine Sache mitnehmen könnt, dann ist es, ihr solltet Wert legen auf Ziffernblätter. Wir haben hier das Baguette-Ziffernblatt. Leider halt minimal teurer, aber sehr dezent und gerade für Männer ist so ein Baguette-Stein eigentlich noch mal besser als Brillanten, weil es nicht so sehr funkelt. Dazu passend haben wir ein Wave-Ziffernblatt auch in 18 Karat Gold zusammen mit einem Türkisstein. Ja, das ist etwas ganz Besonderes. Ja, dieselbe Legierung wie die Uhr am Ende auch und bringt Farbe mit rein. Beim Parfum ist es so, der Herbert hatte einmal gesagt, dass wenn man Number One hat, braucht man nichts mehr anderes. Also weil er wurde gefragt, wann soll man denn, weil Clive Christian Number One ist halt das teuerste Parfum mit, ja, um die 600 € kostet das Ganze. Und hier haben wir, wenn ihr euch mal die Duftpyramide anschaut, unglaublich viele Ingredients. Also ich glaube, bei keinem Duft gibt es so viel wie hier in dieser Flasche vereint und das hat eine unglaubliche Komplexität und ich will gar nicht wissen, wie der Parfümeur sich hier drauf abgestimmt hat. Und dieser Duft ist wirklich etwas für tagsüber, für den Banktermin, für am Ende den Abend und sehr universell einsetzbar, ähnlich so wie jetzt die Day-Date auch. Kommt natürlich darauf an, wo man arbeitet, aber das wäre jetzt eine ja, pfiffige Kombination und was könnte dazu besser passen als die Keep All. Und zwar hier haben wir
aus dem Jahre 2021 gab es eine NBA-Kollektion und das ist so das Herzstück der Keepall-Serie. Auch wieder eine limitierte Auflage, könnt ihr so jetzt nicht mehr kaufen. Wir haben hier einmal wie von dem Basketball-Mesh, was bei dem Korb runterhängt, die Teams, hier nochmal so ein Druck und ja, das Louis Vuitton-Logo hier mit drauf. Und mal sehen, bei den Taschen wisst ihr genauso gut wie ich, durch diese ständigen Preiserhöhungen wird das Produkt auch teuer und das gibt dem Ganzen so ein bisschen Pfiff und finde ich ist eine ideale Kombination für diesen smarten Business-Look. Und ja, falls ihr etwas von diesen Artikeln haben möchtet, schaut gerne in der Beschreibung vorbei, da haben wir alles verlinkt und falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis bald, ciao, ciao.